Hallo meine Süßen und willkommen zurück. Ich trage heute ein Hütchen. Hallo. Naja, ich trage ein Hütchen. What can I say? Styling. Wir haben heute echt ein ganz cooles Video, denn wir füllen heute zusammen Foundation um. Ich habe ja, falls ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Wochen die Ordinary Foundation für euch getestet, euch die vorgestellt und hatte zum Zeitpunkt, als ich das Video gedreht habe, schon 30 Shades davon bestellt, weil ich die liebe, weil die geil ist. Das kam schon vor einer Weile an. Ihr habt diesen ganzen Karton hier voller Zeug, voller Flaschen. Ich fülle meine Foundation immer um aus den großen Flaschen. Die sind ja oft schwer aus Glas und so. Und wenn man da jetzt 20 Shades oder 40 Shades von mitschleppen würde, wäre das Kit sehr, 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 sehr schwer und das ist unnötig. Deswegen füllen wir die immer in süße kleine Fläschchen um, in so kleine Plastikfläschchen. Die werden dann gelabelt und kommen dann in so eine kleine Box. Das hier ist alles von MyKitco. Ich habe mehrere Systeme getestet und MyKitco ist einfach fast immer meine Lieblingsfirma für alles, was mit Make-up, also Pro-Make-up-Packaging zu tun hat. Mein ganzes Kit, or half of my, drei Viertel meines Kits ist tatsächlich MyKitco, weil einfach, das ist das stabilste Zeug, das ist von einem Make-up-Artist James Molloy konzipiert. Der weiß halt genau, was er da tut und das merkt man. Und ja, diese MyKitco-Dinger benutze ich und auch schon seit einer ganzen Weile. Ich habe 2 davon immer in meinem Kit. Allerdings hatte ich da vorher meine NARS Light Reflecting Foundation drin und die ist mir gekippt. Und zwar in all diesen Flaschen, die ich voll hatte damit. Und das waren über 20. Und dann habe ich die dann nicht mehr rausbekommen. Also ich habe wirklich alles versucht über Tage. Mit rausscrapen, dann sauber machen, dann mit heiß, mit Öl, mit Spülmaschine, mit Alkohol. Ich habe wirklich alles versucht. Die sind einfach nicht mehr schön sauber geworden, so dass man die hätte refillen können. Deswegen wollte ich neue Fläschchen bestellen. Dann habe ich aber gesehen, bei denen auf der Website konnte man nur das ganze Ding neu bestellen für, ich glaube, 70 Euro. Und auch wenn ich da Prozente kriege als Pro-Make-up-Artist, war mir das zu doof. Und jetzt habe ich gesehen, letzte Woche haben sie endlich die Fläschchen als Nachfülldinger auf die Website gepackt. Und da habe ich natürlich gleich 2 Packen gekauft, weil ich wusste, ich habe die Ordinary Foundation hier rumstehen und ich will die umfüllen. Aber ich hatte noch keine perfekte Lösung. And now we have a solution. Das ist eine schöne Arbeit, es ist relativ meditativ, ne? Es ist also nervig und es dauert ewig, aber es hat so eine Gleichförmigkeit, die einen irgendwann so ein bisschen einlullt. Farbe nach Farbe da reinfüllen, Label drucken, draufpappen, wieder rein. Am Ende muss man das hier unten beschriften. Das hier ist irgendwann mal nass geworden und zwar ganz am Anfang, deswegen kann das nur ich entziffern, so halbwegs. Aber auch das werde ich neu machen, werde das schön ausschneiden, schön beschriften, dass am Ende heute des Videos das alles tippitoppi geregelt ist und ich morgen zum Job, ich arbeite morgen, mit geiler neuer Foundation hinkommen kann und das hinstellen kann und mich doll fühlen kann. So, das machen wir. Ich habe keine Stirnkamera, mit der ich jetzt filmen könnte, was meine Hände tun. Das heißt, ich werde euch ein bisschen runterkippen und dann könnt ihr mir quasi hier ein bisschen zugucken und ich werde auf den Tisch filmen. Das werden jetzt keine super High-End Packshots und das ist ja auch super repetitiv. Also ihr müsst mir nicht bei 30 Shades zugucken, wie ich das mache, sondern es wird deutlich schneller gehen und ich werde nur ein paar Beispiele zeigen. Aber ja, ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich das mache. So, und wen das nicht interessiert, euch sehe ich im nächsten Video. Ich baue hier schnell alles ein bisschen um und dann hört ihr meine Stimme, aber seht meine Hände. Das Gesicht ist dann erstmal raus. Bis gleich. So, das Wichtigste zuerst ist klar, das muss alles super gut desinfiziert sein. Die Fläschchen müssen desinfiziert sein, die Hände müssen sauber sein und desinfiziert. Man will sich da keine Keime reinholen und nichts, was dann da irgendwie in der Make-up-Flasche rumleben könnte, was man dann den Leuten ins Gesicht schmiert. Das ist natürlich ein klares Nein. So, wir haben jetzt 30 Flaschen von der Foundation zu stehen, wie der Berliner sagt. Fangen mit den hellsten Shades an. Hier ist der super schicke Labelmaker. Dann wird das Fläschchen beklebt mit dem neuen Namen. Und ja, das sieht sehr hübsch aus, vielen Dank. Die MyKitco-Fläschchen haben auch noch eine coole Kindersicherung. Ne? Das ist halt auch Qualität einfach. Ihr seht, ich muss richtig draufdrücken, damit die aufgehen. Dann hat das da echt auch nur so eine kleine Tülle, die auch fest in dem Fläschchen drin ist. Ich hatte schon andere von Amazon oder so gekauft, wo einem dann die Tülle entgegenkam, sobald man hinten drauf gedrückt hat. Ja, und jetzt pumpe ich da. Erst wird die Foundation gut geschüttelt, ist klar. Und dann pumpe ich da die Foundation rein. Mache es einmal sauber, schraube es zu und dann kommt es ins Täschchen.
Das habe ich 30 Mal gemacht. Dann haben mir sehr die Hände, der Rücken und alles andere wehgetan. Aber ich habe dann tatsächlich sogar noch andere Fläschchen auch noch abgefüllt und noch mehr Glasflaschen, weil mir die Plastikfläschchen ausgegangen sind, befüllt, weil ich irgendwie so drin war. Aber ja, anyway. Das habe ich alles geschafft und gemacht und bin dann ins Bett, denn am nächsten Morgen ging es ja auch schon früh wieder raus. So. Guten Morgen, meine Süßen. Es ist der nächste Morgen. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe gedacht, ich hüpfe noch einmal schnell rein und zeige euch das Ergebnis von gestern. Und bevor ich das mache, das neue Merch ist ja gekommen, wollte ich euch das noch kurz zeigen. Ist das nicht geil? Die Farben, wie intensiv die sind. I'm very much in love. Und die Bomberjacke ist auch so geil geworden. Very, very happy. Heute ist kalt draußen, also es ist auch genau das richtige Wetter für den Kram. Aber ja, ich ziehe das schnell aus, weil sonst raschelt das die ganze Zeit hier mit der Jacke. Sekunde. Das Ganze mal ausgezogen und habe drunter mein neues She-Ra-Shirt, das ist auch toll. Mädchenmaß, das hieß das früher bei uns. Meine Brüder haben mit He-Man und so gespielt, mit Masters of the Universe, und ich hatte meine She-Ra und habe für die auch immer so Anziehsachen gekauft. Gay. So, ihr Süßen, ich wollte euch einfach jetzt mal zeigen, was wir gestern geschafft haben, denn ich war ja sehr fleißig und habe all das hier, diese komplette, alles was jetzt in dieser Kiste ist, an Foundations umgefüllt. Insgesamt sind es 48 Fläschchen hier drin, die wir befüllt haben und beschriftet haben und so. Ne? So sieht das aus. Ihr könnt hier unten sehen, ich habe die mit einem Gradient quasi eingeräumt. Also ne, wir fangen hier bei ganz hell an und dann wird es immer dunkler. Ich habe mir oben jeweils eine Pappe reingelegt. Ich hatte die früher unten drunter immer gelagert, das war aber gar nicht so gut. Und jetzt habe ich die hier oben eben, das liegt dann immer, also ne, wenn ihr reinschaut, liegt das direkt hier oben drauf. Und ich kann quasi schon sehen, welche Flasche ich greife. Ich muss diese Foundation hier noch ein bisschen kennenlernen. Also ich kenne die natürlich schon grundsätzlich, aber ich muss die ganzen Shades noch kennenlernen, die ich vorher nicht hatte. Ich hatte ja nicht die komplette Range, die habe ich jetzt auch noch nicht, aber fast, sondern ich hatte ja früher noch ein paar Shades davon und jetzt habe ich halt sehr, sehr viele. Und es dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich dann weiß, ich gucke ein Gesicht an und weiß dann genau, du bist, was weiß ich, 1.2 oder so. Das wird ein bisschen dauern, aber da freue ich mich auch drauf. Und muss jetzt auch zur Arbeit gleich. Es ist, wie gesagt, sehr früh. Bin sehr früh aufgestanden, damit ich das hier für euch noch machen kann vor der Arbeit. Habe auch kein Make-up drauf, aber honestly, the skin is skinning. Die sieht super aus. Ja, finden wir gut. Genau, zur Arbeit. Ich habe heute ein wirklich super cooles Model, einen jungen Mann namens Rakim Imashev. Der kommt, glaube ich, aus Kasachstan, wohnt jetzt in Polen. Ist super, super androgyn, total schönes Gesicht, super androgyn. Ist dann auch so ein ganz piesiger, ruhiger Typ, ein bisschen schüchtern, ganz jung auch. Mit so ganz, ganz langen Haaren, wunderschöne Haare. Und also, ne, ich nehme euch mit. Ihr könnt mitkommen mit mir. Allerdings nur bis zur Maske. Also was dann, wie wir dann später fotografieren und so, das darf ich natürlich alles nicht teilen. Also bei solchen Sets, ne? Es gibt Sets, wo das überhaupt kein Problem ist, aber das, was wir da machen, so Content Creation, da möchte man das auf gar keinen Fall und das kann ich auch total gut verstehen. Da will man sich nicht so über die Schulter gucken lassen als Firma. Ich werde euch mitnehmen zum Make-up machen. Es wird nicht super viel Make-up sein. Ne? Die Art von Make-up, die wir beim Job machen, hat ja mit dem wenig zu tun, was man so auf Instagram sieht oder was Leute auch bei YouTube machen oder so. Ne? Es geht ja eigentlich um komplett unsichtbares Make-up meistens bei dieser Art von Produktion. Das heißt, ich werde sehr viel Skincare machen, ich werde so eine Haut schon vorbereiten, werde dann ganz wenig Foundation benutzen, so um halt eben Unebenheiten auszugleichen, zu gucken, ob vielleicht der Hals zu hell, zu dunkel ist, das ein bisschen anzupassen. Es wird minimal konturiert, ich werde vielleicht ein bisschen bronzen, vielleicht werde ich ein bisschen Blush benutzen, gucken, was er braucht. Ich werde wahrscheinlich noch nicht mal die Augenbraue groß ausbessern. Dann kriegt er eine Lippenpflege und ein bisschen Puder und gut ist. Ne? Also das wird jetzt nicht super spannend, aber ihr könnt mir beim Arbeiten zuschauen, wenn ihr das wollt. Und die Haare, da machen wir irgendwann mal ein anderes Video zu, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber das werde ich jetzt nicht filmen, weil das hat mit dem Video eigentlich nichts zu tun. Aber ja, ich freue mich am meisten auf die Haare. So, und ich werde euch mitnehmen, wie gesagt, ihr könnt mir zuschauen beim Fertigmachen, beim alles auftragen und so. Und ne, wenn ich es Sache dann vergesse, weil ich dann am Arbeiten bin, wenn ich dann nicht mehr dran denke, noch einen Abschluss zu machen und mich zu verabschieden, mache ich das an dieser Stelle schon mal und wünsche euch eine wunderschöne Woche.
Und ihr kennt das Spiel, ne? Ich freue mich über Subscriber, ich freue mich über Likes, ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich, wenn ihr das weiterverteilt, was ich hier mache, denn ich bin immer noch ein kleiner Kanal, der am Wachsen ist und versuche natürlich einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ist blöd, wenn man qualitativ hochwertige, schöne Sachen macht und keiner kriegt es mit. Oder nur sehr wenige Leute kriegen es mit. Insofern wäre ich euch dankbar. Wenn ihr Bock habt, das zu teilen, ist das schön. Und damit eine schöne Woche. Tschüss. So, und jetzt seht ihr hier meinen aufgebauten Arbeitsplatz. Da liegt schon alles bereit. Pinsel, Beauty Blender, Desinfektionszeug, Skincare. Hier 1,5 von den Fläschchen. Kasten. Ich habe da die Glasflaschen wieder rausgenommen für den Job, weil mir das zu viel war für den Tag. Aber ja, hier seht ihr die ganzen MyKitco Haartaschen. Ich habe einmal Hot Tools, Bürsten links. Das hier sind Schaume, Gele in einer und in der anderen sind Sprays. Hier sind nochmal Concealer und so. Genau, und so fangen wir jetzt an. Da sind die ganzen Pinsel. Da bin ich. Guten Tag. Und da drüben ist ein junger Mann, der jeden Morgen nackt in seiner Wohnung rumläuft und alle, die da in dem Studio arbeiten, kennen den schon und freuen sich immer. Das hier ist Rakim, sieht super süß aus, ist, glaube ich, mit feuchten Haaren ins Bett gegangen mit Zopf. Die sind ein bisschen zottelig gewesen, ein bisschen verfilzt. Da musste ich erstmal bürsten. Der hat aber eine wunderschöne Haarstruktur, die ich auf jeden Fall natürlich auch, also ich wollte, dass es aussieht, als wäre es eine natürliche Struktur. Das heißt, ich habe es jetzt erstmal komplett durchgebürstet, habe sie dann nochmal angesprüht, feucht. Und während ich jetzt das Make-up mache, können die hinten trocknen, Luft trocknen und dann gehe ich nochmal nur mit dem Glätteisen drüber und baue, also nicht zum Glätten, sondern mache mir eine Struktur mit dem Glätteisen da rein. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade schon die Hände desinfiziert. Jetzt gehe ich hier mit meinen Peeling-Pads, ich glaube Menon heißen die, ich blende sie ein, nochmal über die Haut. Da ist eine AHA, BHA-Säure-Geschichte drauf. Und die Pads haben 2 verschiedene Seiten, eine rauere und eine sanftere. Und damit kriege ich einfach alles, was noch so an alten Hautschüppchen auf der Haut ist oder leichten Verhornungen oder so, kriege ich super gut runter gemacht. Also ne, wenn es nicht die Säure macht, dann macht es die leicht angeraute andere Seite. Und mache damit das ganze Gesicht, lasse das 2-3 Minuten sitzen, damit die Säure einfach auch ihren Job machen kann. Die ist ja natürlich sehr mild formuliert. Und gehe jetzt rein zuerst hier mit meinem COSRX 6 Peptide Serum. Benutze den wie ein Toner quasi, weil das ganz dünnflüssig ist, ganz leicht, aber es ist ein super schönes, auch Hyaluron mit drin, super schöne Basis, macht ein bisschen plump. Jetzt schüttle ich hier meinen Tier Milky Rice Toner, den mag ich sehr gerne, der ist so ein bisschen richer. Deswegen kommt bei mir das Hyaluron-Serum zuerst. Er hatte hier in der Nase so eine leicht raue Stelle, wir waren ein bisschen erkältet. Da machen wir gleich noch ein bisschen Pflege drauf. Jetzt kommt ebenfalls COSRX, der Oil-Free Ultra Moisturizer, den liebe ich sehr. Und zum guten Abschluss das Dalba White Truffle First Spray. A, riecht es schön, B, macht das ein super schönes Finish und es gibt einfach nochmal mehr Hydration. Ihr seht, seine Haut ist jetzt schon super radiant und plump, ohne dass ich da jetzt irgendwas Schimmeriges drauf gemacht hätte. Ne? Das ist jetzt einfach nur, weil die wirklich super schön mit Feuchtigkeit versorgt ist. So, hier sind meine beiden Shades, 1.2 Yellow und 2.0 Neutral. Das sind die beiden, die ich mische, um seinen Skin-Tone zu erhalten. Und ihr seht, man sieht die Foundation wirklich kaum. Und so soll das sein. Wir haben einen leichten Farbunterschied vom Gesicht zum Hals. Der Hals ist heller, das Gesicht hat mehr Sonne abbekommen. Das heißt, ich muss es ein bisschen ausgleichen, aber ich mache jetzt weder das Gesicht super dunkel, noch mache ich den Hals super hell, noch mache ich den Hals irgendwie groß dunkler. Jetzt gehe ich hier mit ganz leicht Kontur drüber und mit einem ganz leichten Blush. Einfach nur, dass das Gesicht lebendiger aussieht. Bürste einmal durch die Augenbrauen mit einem Braungel. Jetzt kriegt er Homöoplasmin auf die Lippen. Das ist eine matte Lippenpflege, die nicht super shiny ist. Ich habe ihm so ein ganz bisschen Highlighter hier von dem e.l.f. Halo Glow auf die High Points gegeben und blende das jetzt aber auch nochmal mit dem Beauty Blender und jetzt minimal mit dem Mario puder ich ab, aber wirklich auch nur minimal. Denn der ganze Glow soll ja eigentlich bleiben, ne? Das ist ja auch super wichtig. Ich habe eben nochmal die natürliche Textur mit dem Wasser rausgekitzelt und habe dann die Stellen, wo es mir nicht gereicht hat oder wo es zu sehr rausgebürstet war oder so, bin ich mit dem Glätteisen drüber, aber eben nicht glatt gezogen, sondern habe mir die Textur mit so leichten, super natürlichen, unregelmäßigen Wellen zurückgeholt. Jetzt gehe ich gleich mit einem meiner liebsten Haarprodukte gerade drauf, nämlich hier diesem Zara Light Hair Balm. Guido Palau, falls ihr den kennt, ist ein Haargott, ein Hairstylist-Gott. Der hat für Zara diese Produktlinie gemacht und ich liebe sowohl das Texturspray als auch diesen leichten Balsam. Das beschwert das nicht, ne? Aber wir haben keine Flyaways. Es gibt eine Struktur, ohne irgendwie eklig zu sein. Und ja, das ist der fertige Look. Und ihr seht, es ist unaufgeregt. Wir haben nicht mal Concealer. Die Haut sieht aus wie seine.
Es ist aber ein super geiler Look. Und das war's für diese Woche, ihr Süßen. Ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann.